In einer Ecke Europas, wo schneebedeckte Gipfel den Himmel berühren, Seen spiegeln ewige Geheimnisse. Tausendjährige Geheimnisse flüstern im alpinen Wind. Es gibt einen Ort, der scheint aus den Händen des Schöpfers geformt worden zu sein. Willkommen bei den Wundern der Schweiz. Ein kleines Land auf der Karte, doch riesengroß in seiner Schönheit. Wo jedes Tal, jeder Gipfel, jeder Wassertropfen eine Sinfonie der Erhabenheit anstimmt. Wo verborgene Landschaften die Vorstellungskraft herausfordern. Hier hat die Natur göttliche Meisterwerke geschaffen. Was liegt jenseits dieser Berge? Verbergen verbotene Schönheiten die Vergangenheit? Die Schweiz birgt Rätsel, die nur wenige kennen. Aber was macht diese Landschaften mehr als nur schön? Sie bewahren Geschichten, Geschichten eines Volkes, das in Harmonie mit der Natur lebt, von Geheimnissen verborgen in Eishöhlen und von einem Frieden, der nur in der Gegenwart des Erhabenen fühlbar ist. Bleib bei mir, denn diese Reise hat gerade erst begonnen. In diesem Dokumentarfilm werden wir 10 Wunder erkunden, die die pulsierende Seele der Schweiz offenbaren. Von den majestätischen Gipfeln der Alpen bis zu den Seen, die wie Spiegel der Schöpfung wirken, über Dörfer, die die Zeit herausfordern. Hier ist die Natur nicht nur Kulisse, sie ist die Hauptdarstellerin. Es ist ein lebendiges Zeugnis der göttlichen Vollkommenheit, die diesen Ort geformt hat. Und auf dieser Reise wirst du entdecken, wie die Schweiz mit ihrer Schlichtheit und ihrer Kraft zu einem Zufluchtsort der Schönheit und Ruhe wurde. Eine Einladung an alle, die sich mit etwas Größerem verbinden möchten. Jeder Schritt, den wir gemeinsam gehen, ist eine Chance, die Welt mit neuen Augen zu sehen und das Pulsieren der Erde unter unseren Füßen zu spüren. Mach dich bereit für ein einzigartiges Erlebnis, in dem Berge, Flüsse und Wälder sich vereinen, um eine Geschichte zu erzählen, die über das Sichtbare hinausgeht. Eine Geschichte, die im Herzen nachklingt. Wir werden tiefe Täler durchqueren und unvorstellbare Höhen erklimmen. Begleite mich, während wir die Geheimnisse eines Landes enthüllen, das in jeder Landschaft ewige Wahrheiten flüstert. Bevor wir starten, wie wäre es zu überprüfen, ob du bereits den Kanal abonniert hast? So verpasst du nichts von diesem Abenteuer. Und was als nächstes kommt, führt dich an einen Ort, an dem die Stille lauter spricht als Worte. Stell dir ein Tal vor, so perfekt, als hätte es ein himmlischer Künstler gemalt, mit Wasserfällen, die wie silberne Schleier herabstürzen. Das ist unser erstes Ziel. Und ich verspreche, du wirst nicht glauben, was du gleich sehen wirst. Aber was steckt hinter dieser fast übernatürlichen Schönheit? Bleib bei mir, denn die Antwort wartet schon im nächsten Schritt dieser Reise. Lauterbrunnen, das Tal der Wasserfälle. Willkommen in Lauterbrunnen, ein Tal, das scheint, als sei es aus einem göttlichen Traum geboren. Hier, im Herzen der Schweizer Alpen, zeigt sich die Natur in ihrer reinsten Form. Stell dir vor, grüne Felswände erheben sich wie Mauern eines himmlischen Schlosses. Und davon stürzen 72 Wasserfälle in silbernen Schleiern herab, füllen die Luft mit einem Flüstern, das die Seele beruhigt. Dies ist der Ort, an dem Stille und Klang zusammentanzen. Lauterbrunnen ist nicht nur ein Tal, es ist ein lebendiges Meisterwerk. Das Wasser der Wasserfälle, wie das mächtige Staubbach,
fällt aus schwindelerregenden Höhen von fast 300 Metern und verwandelt sich in Nebel, noch bevor es den Boden berührt. Es ist, als würde die Erde atmen und Leben in jeden Tropfen ausströmen. Und ringsum wachen die schneebedeckten Gipfel der Berner Alpen über alles, wie Wächter eines uralten Geheimnisses. Hier zu wandern bedeutet, das Gewicht der Schöpfung auf sich zu spüren. Jeder Schritt hallt zwischen den Bergen wider. Jede Brise trägt die Frische des schmelzenden Schnees. Die Einheimischen sagen, dieses Tal sei ein Geschenk Gottes. Ein Ort, an dem der Schöpfer seine zarteste Kunst zeigen wollte. Und es ist nicht schwer daran zu glauben, wenn man die Wildblumen sieht, die die Felder säumen, die Kühe friedlich weiden und ihre Glocken in einer Melodie klingeln, die ewig zu sein scheint. Aber es gibt hier noch etwas jenseits dessen, was die Augen erfassen. Die Geschichte dieses Ortes ist selbst ein Rätsel. Jahrhundertelang war Lauterbrunnen eine isolierte Zuflucht, fast unberührt von der Außenwelt. Seine Wasserfälle, genährt von Gletschern, die in den Bergen verborgen sind, erzählen eine Saga von Zeit und Wandel. Wissenschaftler sagen, dass dieses Wasser das Tal über Jahrtausende geformt hat, doch für jeden, der hier ist, scheint alles in einem Moment göttlicher Eingebung erschaffen worden zu sein. Und dann stehst du vor dem Staubbach, dem ikonischsten Wasserfall des Tals. Der Nebel steigt wie ein Schleier empor und die Sonne zaubert Regenbögen, die in der Luft tanzen. Es ist unmöglich, nicht zu fragen, wie kann etwas so Großartiges so gelassen sein? Die Antwort liegt vielleicht in der Schlichtheit dieses Ortes. In der Art und Weise, wie die Natur hier nicht konkurriert, sondern sich ergänzt. Jeder Wasserfall, jeder Stein, jeder Lichtstrahl scheint genau dort zu sein, wo er hingehört. Doch Lauterbrunnen birgt mehr als nur sichtbare Schönheit. Unter den Einheimischen kursieren Geschichten über geheime Höhlen hinter diesen Wasserfällen. Durchgänge, die in verborgene Welten unter den Bergen führen. Gibt es sie wirklich oder sind sie nur Legenden, geboren aus dem Geheimnis, das dieses Tal inspiriert? Lass uns weiterforschen, während wir voranschreiten. Denn dies ist erst der Anfang. Lauterbrunnen ist eine Einladung, langsamer zu werden und die Perfektion, die uns umgibt, zu betrachten. Und während du die reine Luft dieses Tals einatmest, verändert sich etwas in dir. Eine Verbindung zur Erde, zum Göttlichen, zu etwas Größerem. Aber was geschieht, wenn wir noch höher steigen an einen Ort, wo der Himmel die Erde zu berühren scheint? Bleib bei mir, denn das nächste Ziel führt dich an die Spitze der Welt. Und dort oben wartet etwas, das du sehen musst. Jungfraujoch, der Gipfel Europas. Lass das Flüstern der Wasserfälle von Lauterbrunnen hinter dir und mach dich bereit, den Himmel zu berühren. Wir reisen zum Jungfraujoch, bekannt als der Gipfel Europas, auf 3071 Metern über dem Meeresspiegel. Hier erheben sich die Schweizer Alpen in einer Darbietung von Kraft und Schönheit, die dir den Atem raubt. Die Reise beginnt mit einem Zug, der sich durch den Berg schlängelt, eine menschliche Leistung, die der Natur zu trotzen scheint. Durch die Fenster weicht das Grün der Täler dem blendenden Weiß der Gletscher und die Luft wird dünner, als würden wir in eine andere Welt eintreten.
Wir erreichen den Gipfel und was du siehst, ist unbeschreiblich. Der Aletsch-Gletscher, der größte der Alpen, erstreckt sich wie ein endloser Eisfluss, geformt über Jahrtausende. Es ist eine ohrenbetäubende Stille, nur unterbrochen vom Wind, der zwischen den schneebedeckten Gipfeln tanzt. Dieser Ort ist mehr als ein Berg. Er ist ein Heiligtum der Schöpfung. Jungfrau, Mönch und Eiger bilden ein imposantes Trio. Sie wachen über die Landschaft wie göttliche Wächter. Und auf der Sphinxstation bist du so hoch, dass die Wolken unter dir liegen und wie ein Meer aus Baumwolle schweben. Atme tief ein. Die Luft hier ist rein, schneidend, fast heilig. Man sagt, an klaren Tagen könne man sogar die Wälder Deutschlands und die französischen Alpen sehen. Doch was wirklich beeindruckt, ist das Gefühl, am Rande der Welt zu stehen, dort, wo die Erde den Himmel in perfekter Harmonie trifft. Der Aletsch-Gletscher mit seinen 23 Kilometern Länge ist ein lebendiges Zeugnis der Zeit. Eisschichten bergen Geschichten vergangener Epochen, Geheimnisse, die Wissenschaftler zu entschlüsseln versuchen. Für die Schweizer ist er ein Symbol der Ewigkeit, ein Geschenk der Natur, das dem Lauf der Jahre trotzt. Doch Jungfrau Joch ist mehr als reine Kontemplation. Unter dem Berg verbirgt sich ein Eispalast mit Tunneln und Skulpturen im Inneren des Gletschers. Dort zu wandeln ist, als würde man in einen gefrorenen Traum eintreten, in dem das Licht an kristallinen Wänden spiegelt und einen fast übernatürlichen Glanz erzeugt. Und während du erkundest, stellt sich eine Frage: Wie hat die Natur etwas so Majestätisches erschaffen? Einheimische sagen, dies sei der Ort, an dem Gott ruhte, nachdem er die Alpen geformt hatte und hier ein Stück seiner Seele hinterließ. Ist das wahr? Die Antwort liegt vielleicht in dem Frieden, den du beim Blick um dich herum verspürst. Jungfrau Joch ist nicht nur Höhe, es ist Erhebung. Es ist eine Einladung, sich in der Unermesslichkeit zu verlieren, die Zeit zu vergessen und sich mit etwas Ewigem zu verbinden. Und während die Sonne im Eis reflektiert und alles in goldene Farben taucht, erkennst du, dass dies erst der Anfang dessen ist, was die Schweiz zu bieten hat. Doch was geschieht, wenn wir diese Höhen verlassen und einem Weg folgen, der Berge und Täler durchschneidet, in einer Reise, die scheint, die Gesetze der Schwerkraft herauszufordern? Am nächsten Ziel besteigen wir einen legendären Zug, der atemberaubende Landschaften preisgibt. Bleib bei mir, denn etwas noch Eindrucksvolleres erwartet uns. Glacier Express, die Reise durch die Alpen. Wir verlassen die Höhen des Jungfrau Joch und begeben uns nun auf ein Abenteuer, das das Herz der Alpen durchquert. Willkommen beim Glacier Express, dem berühmtesten Zug der Schweiz, der Zermatt mit St. Moritz verbindet, auf einer Reise, die pure Poesie in Bewegung ist. Mach dich bereit, die Schöpfung in ihrer grandiosesten Form zu sehen.
Der Zug gleitet gemächlich dahin und durch die Panoramafenster verwandelt sich die Welt. Schneebedeckte Gipfel weichen tiefen Tälern, Pinienwälder verschmelzen mit steinernen Brücken, die den Lauf der Zeit herauszufordern scheinen. Es ist, als würde die ganze Schweiz vor deinen Augen vorbeiziehen, eine lebendige Leinwand, gemalt von göttlichen Händen. Es sind über 8 Stunden Reise, doch hier verliert die Zeit ihren Sinn. Du fährst über das Landwasserviadukt, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das 65 Meter über einem Abgrund thront, mit Bögen, die aussehen, als wären sie in den Fels gemeißelt. Das Rattern der Räder hallt wieder und die Szenerie ändert sich mit jeder Kurve, wie ein Geschenk, das immer wieder überrascht. Der Rhone-Gletscher, eine der Wunder dieser Strecke, funkelt in der Sonne, während der Zug sich durch Tunnel und Berge windet. Es sind 291 Brücken und 91 Tunnel entlang der Strecke. Jeder erzählt eine Geschichte menschlichen Strebens, die Natur zu bändigen oder vielleicht mit ihr in perfekter Harmonie zu tanzen. Blicke aus dem Fenster und sieh die Dörfer, die in den Hängen eingebettet sind, mit Holzhäusern und schneebedeckten Dächern. Kühe grasen auf grünen Wiesen und das Läuten der Glocken erreicht dich, bringt einen Frieden, der aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Das ist die Schweiz in ihrer Essenz, ein Gleichgewicht zwischen Wildheit und Gelassenheit. Doch es gibt etwas Magisches am Glacier Express, das über die Landschaften hinausgeht. Es ist das Gefühl, in Bewegung zu sein und gleichzeitig in der Zeit stillzustehen, als sei jeder Kilometer eine Einladung, die Ewigkeit der Schöpfung zu betrachten. Die Schweizer nennen das Fenster zum Paradies, und du wirst schnell verstehen, warum. Und während der Zug den Oberalppass auf 2030 Metern überquert, öffnet sich der Horizont zu einem Meer von Bergen, das endlos wirkt. Der Himmel verschmilzt mit dem Schnee und für einen Moment fragst du dich, hat jemals jemand etwas so Perfektes gesehen? Die Antwort liegt in der Ruhe, die dich erfüllt wie ein göttliches Flüstern. Diese Reise handelt nicht nur davon, was du siehst, sondern davon, was du fühlst. Der Glacier Express ist mehr als ein Zug. Er ist eine Brücke zwischen Mensch und Natur. Ein Beweis, dass Schönheit im Weg gefunden werden kann, nicht nur im Ziel. Und während die Sonne beginnt unterzugehen und die Alpen in goldenes Licht taucht, nähert sich etwas Neues. Unsere nächste Station führt uns zu einem See, so kristallklar, dass er wie ein Spiegel des Himmels wirkt. Ein Ort, an dem die Ruhe absolut herrscht, aber Geheimnisse verbirgt, die nur wenige kennen. Bleib bei mir, denn was nun kommt, wird dich dazu bringen wollen, noch tiefer in die Seele der Schweiz einzutauchen. Lago Luzern, der Spiegel der Schweiz. Wir verabschieden uns vom Glacier Express und erreichen den Lago Luzern, einen Wasserspiegel, der die Seele der Schweiz widerspiegelt. Umgeben von majestätischen Bergen wie dem Pilatus und dem Rigi, ist dieser See ein Heiligtum des Friedens, wo das Blau des Wassers mit dem Himmel zu verschmelzen scheint, in einem stillen Tanz von Licht und Schatten.
Hier zu schippern ist, als würde man durch einen Traum gleiten. Boote durchschneiden das ruhige Wasser, hinterlassen sanfte Spuren, die sofort verschwinden, während Schwäne wie Wächter der Gelassenheit dahingleiten. In der Ferne erheben sich die Alpen, wachen über den See wie ewige Wächter, und die frische Luft trägt den Duft der Wälder, die seine Ufer umgeben. Der Lago Luzern ist nicht nur Schönheit, er ist lebendige Geschichte. Seine Gewässer umspülen Dörfer wie Weggis und Witznau, wo Holzhäuschen von Jahrhunderten eines einfachen und harmonischen Lebens erzählen. Man sagt, dieser Ort habe Poeten und Künstler wie Wagner inspiriert, die hier eine Zuflucht für die Seele fanden, ein Echo göttlicher Vollkommenheit. Und dann erblickst du die Kapellbrücke in Luzern, eine der ältesten Europas, Blumen übersät und von mittelalterlichen Türmen flankiert. Sie verbindet die Ufer des Sees wie ein Zeitfaden und erinnert daran, dass die Schweiz Vergangenheit und Gegenwart in jedem Detail vereint. Doch es gibt noch mehr in der Tiefe dieser Gewässer zu entdecken. Der Lago Luzern birgt Geheimnisse. Einheimische Fischer berichten von alten Legenden, von mythischen Kreaturen, die in seinen Tiefen leben sollen, während Wissenschaftler sagen, der See, vor Jahrtausenden von Gletschern geformt, verberge Fossilien einer verlorenen Welt. Wahrheit oder Mythos, es fühlt sich so an, als würde hier etwas Magisches pulsieren. Sieh dich um. Das Spiegelbild der Berge im Wasser ist so perfekt, dass du kaum weißt, wo die Erde endet und der Himmel beginnt. Es ist eine Einladung, anzuhalten, zu atmen und zu verweilen. Die Schweizer sagen, dieser See sei das Herz des Landes, und wenn du ihn spürst, verstehst du. Es ist ein Ort, an dem die Schöpfung ihr Spiegelbild betrachtet. Doch die Ruhe des Lago Luzern ist nicht das Ende unserer Reise. Während die Sonne untergeht und das Wasser in goldenes Licht taucht, ruft uns ein weiteres Wunder. Am nächsten Ziel betreten wir ein Dorf, das im Zeitstillstand verharren scheint, wo Berge und Traditionen eine andere Geschichte erzählen. Bleib dran, denn das, was nun kommt, wird dich noch mehr überraschen. Zermatt und das Matterhorn, ein Schweizer Traum. Wir verlassen die friedlichen Gewässer des Lago Luzern und reisen nach Zermatt, ein Dorf zu Füßen eines Kolosses, der die Schweiz definiert, das Matterhorn. Mit 470 Metern ist dieser Berg nicht nur ein Gipfel, er ist ein Symbol. Ein Zeichen der Schöpfung in ihrer eindrucksvollsten und unberührtesten Form. Willkommen an einem Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Zermatt zu erreichen ist wie das Betreten einer lebenden Postkarte. Autos fahren hier nicht, nur das Läuten von Glocken und das Klappern von Pferdehufen hallt durch die Kopfsteinpflasterstraßen. Holzhäuser mit blumengeschmückten Balkonen schmiegen sich an grüne Täler und im Hintergrund ragt das Matterhorn empor, seine scharfe Silhouette wie eine göttliche Lanze in den Himmel schneidend. Das Matterhorn ist nicht nur ein Berg, es ist eine Legende. Seine pyramidale, fast perfekte Form stellt seit Jahrhunderten eine Herausforderung für Bergsteiger dar. Im Jahr 1865 endete die erste erfolgreiche Besteigung in einer Tragödie, als 4 der 7 Männer in den Tod stürzten. Bis heute heißt es, ihre Echos halten noch immer an den Hängen wider. Eine Erinnerung an die rohe Kraft der Natur.
Steig in die Zahnradbahn zum Gorner Grat auf 3.980 Metern und spür, wie die frische Luft dein Gesicht schneidet. Von dort oben offenbart das Matterhorn seine wahre Größe, umgeben von einem Reigen aus Gletschern und schneebedeckten Gipfeln. Die Stille ist so tief, dass du fast das Pulsieren der Erde hören kannst, als hätte der Berg ein eigenes Leben. Und Zermatt lebt nicht nur vom Berg. Seine Gassen bewahren alte Traditionen. Das Läuten der Glocken der schwarzen Nasenschafe, typisch für die Region, mischt sich mit dem Duft von Fondue und heißer Schokolade. Es ist ein Dorf, das Einfachheit atmet, aber die Majestät teilt, am Fuße eines Giganten der Schöpfung zu stehen. Blicke auf das Matterhorn bei Sonnenaufgang. Die ersten Strahlen tauchen seinen Gipfel in goldenes Licht und für einen Augenblick scheint der Berg in Flammen zu stehen. Die Schweizer sagen, dies sei der Ort, an dem Gott nach der Erschaffung der Alpen ruhte und hier ein Denkmal seiner Meisterleistung hinterließ. Kannst du diese Energie spüren? Doch es gibt noch mehr zu entdecken. Geh zum Schwarzsee, einem schwarzen See am Fuße des Matterhorns, wo sich der Berg so spiegelt, dass ein fast heiliger Anblick entsteht. Einheimische Fischer erzählen von Geistern, die diese Gewässer beschützen, während der Wind durch die Bäume flüstert, als bestätige er jedes Wort. Und während du hier bist, verloren in der Weite, geschieht etwas Merkwürdiges. Die Zeit verlangsamt sich. Zermatt und das Matterhorn sind nicht nur ein Ziel, sie sind ein Erlebnis, das dich mit dem Ewigen verbindet, mit der Kraft der Natur, die diese Ecke der Schweiz geformt hat. Übrigens, wie wäre es ein Like dazulassen, wenn dich dieser Anblick bereits verzaubert hat? Das Matterhorn birgt immer noch Geheimnisse. Seine Hänge verbergen Pfade, die zu Stellen führen, wo die Stille vollkommen ist und der Himmel greifbar scheint. Jeder Schritt offenbart mehr von seiner Größe, aber auch die Demut derer, die im Schatten dieses mächtigen Berges leben und in Harmonie mit ihm stehen. Und während die Sonne untergeht und den Gipfel in orangefarbene Töne taucht, erkennst du, dass dieser Berg mehr ist als Stein und Eis. Er ist ein Zeugnis der Schöpfung, das die Zeit herausfordert. Aber was geschieht, wenn wir die Spitzen gegen ein goldenes Tal eintauschen, wo die Natur die Erde in atemberaubende Farben kleidet? Begleite mich. Denn das nächste Ziel wird dich an einen Ort führen, der wie ein lebendiger Traum erscheint. Ticino, dem goldenen Tal im Süden. Wir verlassen das imposante Matterhorn und ziehen in den Süden der Schweiz, wo sich das Klima wandelt und die Landschaft in goldenen Tönen erstrahlt. Willkommen in Ticino, einem Kanton, der wie ein Stück Mittelmeer in den Alpen eingebettet ist. Hier tanzen Palmen im Wind und Seen glitzern unter einer Sonne, die die Seele wärmt. Ticino ist ein magischer Kontrast in der Schweiz. Während im Norden schneebedeckte Gipfel dominieren, spiegelt hier der Lago Lugano Hügel mit Weinbergen und steinerne Dörfer wider, die direkt einem italienischen Gemälde entsprungen zu sein scheinen. Die Luft trägt einen Hauch von Dolce Vita, vermischt mit alpiner Frische und schafft eine einzigartige Harmonie der Schöpfung. Spaziere durch Locarno,
wo sonnendurchflutete Plätze lebhafte Märkte beherbergen. Der Duft von Kaffee und gerösteten Kastanien erfüllt die Luft, während die Piazza Grande von Gelächter und dem Klirren von Gläsern widerhallt. Es ist ein Ort, an dem Natur und Kultur sich vereinen, als hätte Gott beschlossen, das Beste aus zwei Welten zu verschmelzen. Steig hinauf zum Heiligtum Madonna del Sasso oberhalb des Sees und die Aussicht wird dir den Atem rauben. Das Blau des Wassers verschmilzt mit dem Grün der Berge und das Gold der Sonne taucht alles in ein fast himmlisches Licht. Man sagt, dies sei ein Pilgerort, doch jeder, der hier ankommt, spürt etwas Heiliges in der Luft. Und dann das Verzasca-Tal, ein Geheimnis verborgen zwischen den Bergen. Seine kristallklaren Gewässer fließen in smaragdgrünen Tönen, so klar, dass du jeden Stein am Flussgrund sehen kannst. Die Ponte dei Salti, eine römische Doppelbogenbrücke, überspannt das Tal wie ein Tor in eine andere Zeit und lädt dich ein, in diese unberührte Schönheit einzutauchen. Ticino ist nicht nur Landschaft, es ist lebendige Geschichte. Beeinflusst vom benachbarten Italien spricht der Kanton Italienisch und trägt ein Erbe mittelalterlicher Dörfer wie Bellinzona mit seinen UNESCO-Welterbeschlössern. Jeder Stein hier flüstert von Schlachten und Königen, doch es ist der heutige Frieden, der wirklich verzaubert. Wandere auf Pfaden zwischen Weinbergen und Olivenhainen und spüre, wie die Sonne deine Haut erwärmt. Das Zwitschern der Vögel und das Rascheln der Blätter bilden eine natürliche Symphonie, die den Geist beruhigt. Es ist, als sei Ticino ein Geschenk der Schöpfung, ein Ort, an dem die Erde Leben atmet und dich einlädt, dasselbe zu tun. Und während der Sonnenuntergang den Lago Lugano in orangefarbene Töne taucht, erkennst du, dass dieser Kanton ein versteckter Schatz der Schweiz ist. Ein Beweis dafür, dass die Natur in den Details überraschen kann. Und nun tauschen wir diese warmen Gewässer gegen eine Stadt, die zwischen Bergen und Flüssen pulsiert. Mach dich bereit, denn unser nächstes Ziel führt dich ins pulsierende Herz der Schweiz. Bern, zwischen Flüssen und Bergen. Wir verlassen die goldene Wärme Ticinos und reisen ins Herz der Schweiz. Bern, die Hauptstadt, die einem gut gehüteten Geheimnis zwischen Flüssen und Bergen gleicht. Hier schlängelt sich die Aare wie ein smaragdgrünes Band und umarmt eine mittelalterliche Stadt, die an jeder Ecke Geschichte und Gelassenheit ausstrahlt. Spaziere durch die Kopfsteinpflasterstraßen der Altstadt, einem UNESCO-Weltkulturerbe, und spüre, wie die Zeit langsamer wird. Sandsteinarkaden bilden natürliche Tunnel, in denen Geschäfte und Cafés versteckt liegen, als kämen sie direkt einem Märchenbuch entsprungen. Darüber erhebt sich der Uhrenturm, die Zytglocke, der mit seinen Glocken und tanzenden Figuren die Jahrhunderte misst. Die Aare ist die Seele Berns. Ihr kristallklares Wasser strömt schnell und spiegelt das Grün der Hügel und das Blau des Himmels wider. Im Sommer tauchen die Einheimischen in ihren Strömungen, schwimmen, als wären sie Teil der Natur. Es ist ein Tanz zwischen Mensch und Schöpfung, ein Gleichgewicht, das diese Stadt definiert.
Blick nach oben und sieh das Münster, die gotische Kathedrale, die den Horizont beherrscht. Ihr Turm, über 100 Meter hoch, ist ein Leuchtturm aus Stein, der Blicke und Herzen gleichermaßen lenkt. Steige ihre Stufen hinauf und betrachte Bern von oben. Die roten Dächer, den sich schlängelnden Fluss und die Alpen im Hintergrund wie ewige Wächter. Und dann gibt es das lebendige Symbol der Stadt, die Bären. Seit dem 12. Jahrhundert sind sie Teil der Geschichte Berns und gaben der Stadt sogar ihren Namen. Im Bärenpark an den Ufer der Aare kannst du sie umherstreifen sehen. Eine Erinnerung an die tiefe Verbindung zwischen diesem Land und seinen Geschöpfen, eine Harmonie, die göttlich anmutet. Bern ist nicht nur Vergangenheit. Es ist eine lebendige Hauptstadt, in der das Schweizer Parlament Entscheidungen trifft, die das Land formen. Doch selbst hier, zwischen Politik und Macht, bewahrt die Stadt eine fast heilige Ruhe, als wüsste sie, dass ihre wahre Stärke in der sie umgebenden Natur und in der sie tragenden Geschichte liegt. Spaziere durch den Rosengarten und atme den Duft von über 200 Blumensorten ein. Der Blick auf den Sonnenuntergang über der Aare ist ein Schauspiel, das die Seele berührt, mit den in rosa getauchten Alpen im Hintergrund. Es ist ein Moment, der dich innehalten lässt und für die schlichte Schönheit dankbar sein lässt, die die Schöpfung schenkt. Und während du erkundest, lausche dem Plätschern des Wassers in den über die Stadt verteilten Brunnen. Es sind über 100, jeder mit seiner eigenen Geschichte, wie der Gerechtigkeitsbrunnen, der als stiller Wächter thront. Bern ist so, eine Mischung aus Kraft und Feinheit, ein Geschenk der Erde für jene, die sehen können. Übrigens, wenn dich dieser Frieden umhüllt, wie wäre es, einen Kommentar zu hinterlassen und zu erzählen, wie dir Bern bis jetzt gefällt? Denn diese Stadt hat noch mehr zu offenbaren, wie ihre lebendigen Märkte und die Echos einer Vergangenheit, die in jedem Stein widerhallen. Doch unsere Reise endet hier noch nicht. Was geschieht, wenn wir das ruhige Tempo Berns gegen eine Stadt eintauschen, die vor Leben pulsiert, wo Flüsse und Berge auf Innovation und Geschichte treffen? Bereite deine Sinne vor, denn das nächste Ziel führt dich ins pulsierende Herz von Zürich, eine Überraschung, die dein Herz höher schlagen lässt. Zürich, das pulsierende Herz der Schweiz. Wir verlassen die mittelalterliche Ruhe Berns und erreichen Zürich, wo die Schweiz mit Energie und Schönheit lebendig wird. An den Ufern des Zürichsees und durchzogen von der Limmat ist diese Stadt ein magisches Zusammentreffen von Natur, Geschichte und Moderne, pulsiert in jeder Straße und auf jedem Platz. Auf Beginne auf der Bahnhofstraße, einer der elegantesten Straßen der Welt. Schaufenster funkeln mit Schmuck und Schweizer Uhren, während der Duft von heißer Schokolade in der Luft liegt. Doch blicke weiter, der Zürichsee spiegelt die fernen Alpen wider, sein ruhiges Wasser steht im Kontrast zum pulsierenden Rhythmus der Stadt. Betritt die Altstadt, ein Labyrinth aus engen Gassen und bunten Häuserfassaden.
Die Kirche Großmünster erhebt ihre Zwillingstürme wie Wächter der Vergangenheit, während die Chagall-Fenster im Fraumünster das Innere mit Farben beleuchten, die mit dem göttlichen Licht zu tanzen scheinen. Geh über die Münsterbrücke und spüre die Limmat unter deinen Füßen fließen. Schwäne gleiten anmutig dahin und das Läuten der Trams mischt sich mit dem Murmeln des Wassers. Es ist eine urbane Symphonie, die das Chaos der Moderne mit der Gelassenheit der die Stadt umarmenden Natur ausbalanciert. Steige hinauf zum Lindenhof, einem erhöhten Park mit Blick über die Stadt. Der See glänzt wie ein Spiegel, die roten Dächer bilden ein Mosaik und die Alpen wachen schweigend. Einst war dies ein römisches Kastell, doch heute ist es eine Oase des Friedens, wo der Wind Geschichten vergangener Jahrhunderte flüstert. Zürich ist nicht nur Geschichte, es ist Innovation, Heimat globaler Banken und Spitzentechnologie, die Stadt pulsiert mit der Zukunft. Das Technorama feiert die Wissenschaft mit faszinierenden Experimenten, während das Kunsthaus Werke von Picasso und Monet bewahrt und so Vergangenheit und Gegenwart mit jedem Pinselstrich verbindet. Spaziere in den Stadtteil Zürich West, wo alte Fabriken zu Galerien und modernen Bars wurden. Musik und Gelächter erfüllen die Luft und die jugendliche Energie erweckt einst graue Gebäude zum Leben. Es ist ein Kontrast, der zeigt, wie Zürich im Hier und Jetzt atmet, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Und dann der Sonnenuntergang über dem See. Boote gleiten langsam dahin und der Himmel färbt sich orange, spiegelt sich im Wasser wie ein lebendiges Gemälde. Die Schweizer sagen, Zürich sei das wirtschaftliche Herz des Landes. Doch wer hier ist, spürt ein Herz, das für die Schöpfung um es herum schlägt. Erkunde den Uetliberg, der Hausberg Zürichs, nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt. Ein Pfad führt hinauf zur Spitze, auf 870 Metern Höhe, wo der Anblick der Stadt, des Sees und der Alpen den Atem raubt. Die frische Luft füllt die Lungen und die Stille dort oben ist ein seltener Luxus in einer so lebendigen Metropole. Kehre zum Seeufer zurück und lausche den sanften Wellen am Uferweg. Möwen segeln tief und der Wind trägt den Duft der Berge heran. Im Winter erhellen Weihnachtsmärkte die Stadt mit Lichtern und dem Aroma von Zimt und wärmen selbst die kältesten Tage mit einer Magie, die nur Zürich besitzt. Übrigens, wenn dich diese Energie mitreißt, wie wäre es zu prüfen, ob du bereits den Kanal abonniert hast, um nichts zu verpassen, was noch kommt? Denn Zürich hat mehr zu bieten. Seine Open-Air-Märkte, gefüllt mit Käse und Schokolade, sind eine Einladung, die Schweiz in jedem Bissen zu genießen. Spaziere über den Sechseleutenplatz, wo Festivals alte Traditionen feiern, wie das Verbrennen des Böck, einer Figur, die den Frühling ankündigt. Es ist eine Stadt, die die Vergangenheit ehrt und gleichzeitig die Zukunft umarmt, ein Gleichgewicht, das die Seele der Schweiz in jedem Detail, jedem Anblick, jedem Klang widerspiegelt.
Und während die Sonne am Horizont versinkt und den See in goldene Töne taucht, erkennt man, dass Zürich einzigartig ist. Eine Metropole, die im Einklang mit der Natur lebt. Doch was geschieht, wenn wir diese urbane Energie gegen ein Tal eintauschen, in dem Wasserfälle und Berge alte Geheimnisse erzählen? Bewahre dir diese Neugier, denn das nächste Ziel wird dich an einen atemberaubenden Ort führen. Grindelwald, das Tal der Alpenträume. Wir verlassen das pulsierende Leben Zürichs und ziehen nach Grindelwald, ein Tal in den Berner Alpen, das wie einem Traum entsprungen wirkt. Umgeben von Gipfeln wie Eiger und Wetterhorn ist dies ein Ort, an dem die Natur herrscht und einen Blick auf die Schöpfung in ihrer reinsten und majestätischsten Form bietet. Grindelwald zu erreichen ist wie das Betreten einer eigenen Welt. Holzhütten mit blumengeschmückten Balkonen säumen das Tal, während das Läuten von Kuhglocken zwischen den Bergen widerhallt. Die frische Luft trägt den Duft von Fichten und schmelzendem Schnee, und die Alpen erheben sich wie Wächter eines unberührten Reiches. Steig mit der Seilbahn hinauf nach First auf 260 Metern und spür, wie dein Herz schneller schlägt. Die Aussicht ist ein Meer aus weißen Gipfeln und grünen Tälern, wobei die Nordwand des Eigers mit 1800 Metern alles dominiert. Bergsteiger nennen sie die Todeswand. Doch aus der Ferne ist ihre Schönheit schlichtweg hypnotisierend. Geh den Cliff Walk entlang, eine hängende Brücke, die den Berg umarmt. Die Tiefe darunter raubt den Atem, doch so nah an den Alpen zu sein, ist unbeschreiblich. Der Wind bläst kräftig und das ferne Rauschen der Wasserfälle erinnert daran, dass hier in jeder Ecke das Leben pulsiert, wie eine ewige Hymne der Schöpfung. Und dann sieh den Grindelwaldgletscher. Seine Eisströme fließen von den Bergen herab und glitzern in der Sonne wie gefrorene Flüsse. Er zieht sich jährlich zurück, sagen Wissenschaftler, doch bleibt er ein Zeugnis der Kraft, die dieses Tal vor Jahrtausenden geformt hat, ein lebendiges Relikt der Erdgeschichte. Betritt die Gletscherschlucht, einen vom Gletscher geformten Canyon. Holzstege führen dich zwischen hohen Felsen und tosenden Wasserfällen hindurch. Der Nebel steigt auf und das Echo klingt wie ein ewiges Flüstern, das dich mit etwas Größerem, fast Göttlichem verbindet. Im Sommer erblühen Grindelwalds Wiesen mit Edelweiß und Margariten, ein farbenprächtiger Teppich unter dem blauen Himmel. Pfade führen zu Aussichtspunkten wie dem Männlichen, wo das Panorama der Berner Alpen so weitreichend ist, dass es endlos wirkt. Eine Einladung, sich in der Unermesslichkeit der Natur zu verlieren. Im Winter verwandelt sich das Tal in ein Schneewunderland.
Skifahrer sausen mit rasanten Geschwindigkeiten die Hänge hinab. Der Nervenkitzel und das Lachen erfüllen die Luft. Unter dem weißen Mantel bleiben die Berge majestätisch, als erneuere sich hier die Schöpfung mit jeder Jahreszeit in einem ewigen Zyklus aus Schönheit und Kraft. Jetzt erkunde das Dorf und spüre die lebendigen Traditionen. Der Duft von frisch gebackenem Brot strömt aus den Öfen, während Märkte cremige Almkäse anbieten. Am Abend hallt das Jodeln durch die Täler, eine Melodie, die Jahrhunderte Leben in Harmonie mit diesen imposanten Bergen trägt. Fahre hinauf zur Pfingsteck und sauste mit der Alp-Rodelbahn hinab, während der Wind dein Gesicht streift und sich das Tal unter dir öffnet. Es ist eine Mischung aus Abenteuer und Kontemplation, eine Erinnerung daran, dass Grindelwald in jeder Erfahrung Wildheit und Gelassenheit miteinander vereint und Herz und Seele anspricht. Geh zum Bachalpsee, ein versteckter See auf 2265 Metern. Das Spiegelbild von Schreckhorn und Finsteraarhorn im ruhigen Wasser erzeugt einen natürlichen Spiegel, der die Realität zu übertreffen scheint. Es ist ein Ort absoluter Stille, an dem sich die Schöpfung in ihrer vollkommensten Form zeigt. Und bei Sonnenuntergang nehmen die Gipfel rosa und orangefarbene Töne an, die sich im Gletschereis spiegeln. Es ist ein Schauspiel, das die Seele beruhigt, ein Moment, der dich dankbar stimmen lässt, solch eine Pracht erleben zu dürfen. Die Einheimischen sagen, dieses Tal sei ein göttliches Geschenk und du fühlst es in jeder Aussicht. Übrigens, wenn dich dieses Tal verzaubert, wie wäre es mit einem Like, um dieses Wunder zu feiern? Denn Grindelwald hat noch mehr zu bieten. Geheime Pfade führen zu blauen Eishöhlen, in denen das Licht an kristallinen Wänden tanzt, wie ein von den Bergen gehütetes Geheimnis. Verbringe einen Tag an den Hängen der kleinen Scheideck, dem Ausgangspunkt legendärer Besteigungen. Die Aussicht auf das Trio Eiger, Mönch und Jungfrau raubt den Atem und das Echo des Albinenzugs hallt in der Ferne, Adventure und Geschichte in einer Kulisse vereinigend, die wie von himmlischen Händen gemalt wirkt. Grindelwald ist ein endloser alpiner Traum. Jede Kurve offenbart eine neue Facette der Schöpfung. Jeder Klang hallt die Ewigkeit der Berge wider. Und während die Sonne hinter dem Eiger verschwindet, ruft uns ein letztes Wunder. Ein Ort, an dem Geschichte und Natur in perfekter Harmonie tanzen. Stell dir vor, was nun kommt, denn das nächste Ziel wird dich über das Erwartete hinaus überraschen.
Genf, das Juwel am See und der Geschichte. Wir verlassen das alpine Tal von Grindelwald und reisen in den Westen der Schweiz, wo Genf wie ein Juwel an den Ufern des Genfersees erstrahlt. Diese Stadt, umarmt von Bergen und kristallklarem Wasser, ist ein Schnittpunkt von Geschichte, Kultur und Natur. Ein Ort, der in jedem Detail mit der Essenz der Schöpfung pulsiert. Genf zu erreichen heißt, das perfekte Gleichgewicht zu spüren. Der Jet d'eau, ein Springbrunnen, der Wasser 140 Meter hoch in die Luft schießt, ist das Wahrzeichen der Stadt und explodiert im See wie ein Schrei des Lebens. Im Hintergrund wachen die Alpen und der Mont Blanc schweigend, während die frische Brise den Duft von Wasser und Uferblumen heranträgt. Spaziere über die Promenade du Lac und sieh, wie der Genfersee den Himmel in Blau- und Silbertönen spiegelt. Boote gleiten sanft dahin und Schwäne gleiten graziös durch das Wasser wie Wächter eines ewigen Friedens. Es ist eine Szenerie, die die Seele beruhigt, ein Spiegel der Schöpfung, der dich einlädt, anzuhalten und zu verweilen. Betritt die Altstadt und spüre das Gewicht der Geschichte. Kopfsteinpflasterstraßen führen zur Kathedrale St. Peter, einem gotischen Meisterwerk, das den Horizont beherrscht. Von ihrem Turm aus siehst du Genf von oben, den glitzernden See, die roten Dächer und die Berge, die die Stadt in eine natürliche Umarmung nehmen. Die Kathedrale birgt Geheimnisse von Jahrhunderten. Hier predigte Johannes Calvin, der französische Theologe, während der protestantischen Reformation und verwandelte Genf in ein Leuchtfeuer von Ideen, das um die Welt hallte. Die Steinmauern scheinen noch immer seine Worte zu flüstern. Eine Erinnerung an die Kraft des Glaubens und des Denkens, die diese Stadt formten. Spaziere entlang der Reformatorenmauer im Parc des Bastions, wo Statuen von Calvin und anderen Führern eine Saga des Wandels erzählen. Der Park ist eine Oase der Ruhe, mit uralten Bäumen und dem Klang von lachenden, spielenden Kindern, der Vergangenheit und Gegenwart in perfekter Harmonie verbindet. Genf ist mehr als Geschichte. Es ist ein globales Zentrum. Heimat der UNO und des Roten Kreuzes, pulsiert die Stadt vor Diplomatie und Hoffnung. Das Palais des Nations mit seinen imposanten Fluren ist ein Symbol der Einheit, während der benachbarte See den Frieden spiegelt, den diese Institutionen zu schaffen suchen. Erkunde Carouge, einen bohemischen Stadtteil, der wie ein italienisches Dorf wirkt. Bunte Häuser, Straßencafés und der Duft von frisch gebackenem Brot schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Es ist, als wüsste Genf, das Kosmopolitische mit dem Einfachen zu verbinden und ein Stück der Schöpfung zu bieten, das die Sinne erfreut und das Herz erwärmt. Und dann gibt es den Jardin Anglais mit seiner berühmten Blumenuhr. Über 6500 Blumen bilden ein Zifferblatt, das die Zeit mit Schweizer Präzision misst. Eine Hommage an die Natur und menschliche Erfindungsgabe. Der See glitzert daneben und das sanfte Plätschern ist eine Melodie, die jeden begleitet, der dort vorbeigeht. Schipper über den Genfersee und spüre die Brise im Gesicht. Der Blick auf den Mont Blanc,
den höchsten Gipfel der Alpen, ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang, wenn sich der Himmel golden färbt. Fischer berichten, der See bewahre Geschichten von alten Schiffswracks, ein Geheimnis, das seinen Gewässern Magie verleiht. Übrigens, wenn dich Genf verzaubert, wie wäre es mit einem Kommentar zu deinem bisherigen Lieblingsmoment? Denn diese Stadt hat mehr zu bieten. Ihre Sommermärkte, gefüllt mit Käse und Wein, sind eine Einladung, die Schweiz zu genießen, während Straßenkünstler die Luft mit Leben erfüllen. Besuche das CERN, Heimat des größten Teilchenbeschleunigers der Welt. Hier erforschen Wissenschaftler die Geheimnisse des Universums, als wäre Genf ein Portal zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Ein faszinierender Kontrast zur Ruhe des Sees, der zeigt, wie die Stadt das Ewige und das Innovative vereint. Spaziere am Quai du Mont Blanc entlang und sieh die Yachten anlegen, die den diskreten Luxus Genfs widerspiegeln. Nachts tanzen die Lichter der Stadt auf dem Wasser und schaffen ein Spektakel, das menschliches Leuchten mit natürlicher Schönheit vereint. Es ist ein Moment, der dich dankbar macht, hier zu sein, in dieser Ecke der Schöpfung. Und während du erkundest, lausche dem Wind, der durch die Bäume des Parc Lagrange weht. Rosen blühen in Arkaden und ihr Duft erfüllt die Luft wie ein Geschenk der Erde. Genf ist so, eine Stadt, die das Leben in jeder Straße, jeder Aussicht und jedem frischen Lufthauch, der vom See und den Bergen kommt, feiert. Im Winter hüllt sich der See in geheimnisvollen Nebel und die Stadt erstrahlt in Weihnachtslichtern. Der Duft von gerösteten Kastanien und heißer Schokolade vertreibt die Kälte, während der Jet d'eau vor dem grauen Himmel leuchtet, ein Leuchtfeuer der Hoffnung inmitten der Stille der Jahreszeit. Genf ist ein Treffpunkt der Welten. Europa und darüber hinaus, Vergangenheit und Zukunft, Natur und Mensch. Jeder Schritt hier enthüllt eine neue Schicht der Schöpfung, vom Donnern des Jet d'eau bis zur Stille der fernen Berge. Es ist eine Stadt, die dich einlädt, zu reflektieren, zu fühlen und dich mit etwas Größerem zu verbinden. Und am Abend setze dich an die Ufer des Genfersees. Die Sonne versinkt hinter dem Mont Blanc und taucht den See in orangefarbene Töne und für einen Moment hält die Zeit an. Die Schweizer sagen, Genf sei das Herz des Weltfriedens, doch du spürst, dass es auch ein Herz ist, das für göttliche Schönheit schlägt. Diese Reise durch die Schweiz führte uns von Tälern zu Städten, von schneebedeckten Gipfeln zu ruhigen Seen. Jeder Ort, wie Genf, ist ein Stück Schöpfung, das uns an die Grandezza der Welt erinnert. Und während die Sonne untergeht, wie wäre es zu prüfen, ob du unseren Kanal abonniert hast, um keine unserer nächsten Abenteuer zu verpassen. Die Schweiz ist eine lebendige Hymne an die göttliche Vollkommenheit, in der jeder Berg wie ein Lobpreis auf den Schöpfer emporragt. Ihre kristallklaren Seen spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider, ein Spiegel der Ewigkeit, der die Seele beruhigt. Von den Wasserfällen in Lauterbrunnen bis zum imposanten Matterhorn verkünden die Wunder der Schweiz himmlische Genialität. Ein gesegnetes Land,
das Stärke und Gelassenheit in sublimem Einklang vereint. Und Genf ist nicht das Ende, es ist eine Einladung, weiter zu erkunden. Die Schweiz hat uns Berge gezeigt, die den Himmel berühren, Gewässer, die die Ewigkeit widerspiegeln und Städte, die den Menschen mit der Natur verbinden. Schließe die Augen und stelle dir vor, wohin wird unsere nächste Reise uns führen? Bis dahin ist dies das große Finale eines alpinen Traums. Und unser Abenteuer endet hier nicht. Jetzt erkunde die 10 Wunder der Vereinigten Staaten. Dieses Video erscheint direkt auf deinem Bildschirm und wartet auf dich. Bist du bereit, den Atlantik zu überqueren und zu entdecken, was dich erwartet? Von Canyons, die der Zeit trotzen, bis zu Städten, die die Sterne berühren, die Vereinigten Staaten von Amerika bergen Geheimnisse, die dein Herz erwärmen werden. Klicke jetzt auf das Video, das auf deinem Bildschirm erscheint, und tauche ein in diese epische Reise, die bereits auf dem Kanal verfügbar ist. Entdecke das Außergewöhnliche rund um die Welt. Eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.